Was geht ab, liebe Agents? Ich bin's mal wieder, euer Goken. Mit einem weiteren Video, in dem es um ein sehr starkes Sturmgewehrbild geht. Was unsere Schadenswerte angeht, vielleicht sogar das stärkste bisher. Unser Fokus liegt hier auf einem ganz besonderen Waffentalent, nämlich synchronisiert. Es erhöht den Waffen- und den Fertigkeitenschaden um bis zu 30%, ohne dass ihr großartig etwas dafür tun müsst. Außer natürlich euer Ziel treffen. Am besten wir schauen uns gleich mal an, woraus sich dieses Bild zusammensetzt. Bei diesem Bild habe ich mich für die Techniker-Spezialisierung entschieden. Könnten Sie den Prototypen für mich testen? Ich denke, Sie werden ihn mögen. Die Techniker-Spezialisierung bietet uns für dieses Bild folgende Vorteile. Zum einen haben wir die EMP-Granate, sie verursacht Störungen und setzt mechanische Gegner kurzzeitig außer Gefecht. Wir haben 12% erhöhten Schaden an mechanischen Gegnern. Unser Reparaturkit wirkt sich auf verbündete Fertigkeitenhelfer in 10 Metern Reichweite aus. Partymitglieder, die sich in 5 Metern Entfernung zu ihren abgesetzten und nicht gestörten Fertigkeiten befinden, sind immun gegen Schock und Störung. Da wir hier mit Drohne spielen, ist das eher selten der Fall. Sie erhalten 15% Bonusrüstung, wenn sie mit einer Fertigkeit zielen, 50% Widerstand gegen Impulsgeber, 10% Fertigkeitenheilung, aber das Allerwichtigste, wir haben einen Fertigkeitenrangpunkt extra für unser Schild und für unsere Drohne. Wenn man das Bild mit Spotter bzw. Entdecker spielen möchte als Talent auf der Brust, ist es sehr, sehr praktisch, da wir hier den Impuls-Laserpointer bekommen. Das Equipment setzt sich aus folgenden Gegenständen zusammen. Wir tragen 3 Teile von Providence Defense, haben ein Teil Fenris Group, einmal Grupo und die benannten Overlord Knieschoner Gebet des Fuchses. Als Waffe trage ich eine SIG 556. Welches Sturmgewehr ihr nutzt, das bleibt euch ganz selbst überlassen. Zu empfehlen wäre auch eine M4, eine G36 oder vielleicht sogar eine FAL. Wichtig ist nur, dass ihr das Talent synchronisiert auf der Waffe habt. Das Treffen eines Gegners gewährt 5 Sekunden lang 15% Fertigkeitenschaden. Die Verwendung einer Fertigkeit oder das Schädigen eines Gegners mit einer Fertigkeit gewähren 5 Sekunden lang 15% Waffenschaden. Schadenssteigerungen werden verdoppelt, wenn beide Stärkungen aktiv sind. Wenn man sein Schild zieht, dann bekommt man für 5 Sekunden 15% Waffenschaden. Aber da wir das nicht konstant haben, empfehle ich es, die Stürmerdrohne zu nutzen. Solange die Schaden auf die Gegner verursacht, haben wir 15% Waffenschaden und wenn wir dann noch zusätzlich mit unserer Waffe auf die Gegner schießen, bekommen wir 15% Fertigkeitenschaden. Da beide Buffs aktiv sind, bekommen wir 30% erhöhten Schaden auf Fertigkeiten und auf unsere Waffe. Auf der SIG habe ich 5% Chance auf kritische Treffer auf der Zieloptik, an der Unterlaufschiene ebenfalls wieder 5% Chance auf kritische Treffer und an unserer Mündungsbremse 5% Schaden durch kritische Treffer. Das Magazin ist das erweiterte Magazin, denn es erhöht die Kapazität um 20 Patronen. Als Zweitwaffe spiele ich eine M1A Classic mit dem Talent Gewehrschütze. Falls Gegner mal etwas weit entfernt sind, bin ich mit dieser Waffe viel präziser. Unsere Maske ist von Providence Defense. Wir haben bei einem Teil 15% Kopfschussschaden, 2 Teile gewähren uns 10% Chance auf kritische Treffer, 3 Teile geben uns 15% Schaden durch kritische Treffer. Auf allen Items haben wir Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance. Als Mod benutze ich auch überall kritischen Trefferschaden. Hier beim Rucksack sehen wir es nochmal. Waffenschaden, Crit Chance, Crit Schaden und auch wieder kritischen Trefferschaden als Mod. Das Talent auf unserem Rucksack ist Wachsamkeit, erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%. Nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Bleiben wir bei Providence und gehen zum Holster. Hier auch wieder Waffenschaden, Crit Chance und Crit Schaden. Kommen wir nun zur Brust. Die Brust ist von Fenris Group und gewährt uns bei einem Teil 10% Sturmgewehrschaden. Hier haben wir auch wieder Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance und als Mod auch wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent auf unserer Brust ist vernichtend. Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 5 Sekunden um 1%, kann bis zu 15 Mal gestapelt werden. Wenn man möchte, kann man, da wir sowieso die Techniker-Spezialisierung haben, den Impuls-Laserpointer auf unsere Waffe machen und somit Entdecker als Talent auf der Brust tragen. So haben wir 15% konstanten Waffenschaden. Unsere Hände sind von Grupo. Hier bekommen wir 15% Schaden durch kritische Treffer.
Auf den Händen auch wieder Waffenschaden, kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden. Und zu guter Letzt die Knieschoner von Overlord. Die geben uns 10% Gewehrschaden für die M1A Classic, die wir mit uns führen. Hier haben wir Waffenschaden, 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele und wieder kritischen Trefferschaden. Unsere Fertigkeiten sind zum einen das Kreuzfahrerschild. Sobald wir unser Kreuzfahrerschild nutzen, bekommen wir 15% Waffenschaden durch das Talent auf unserer Waffe. Auf dem Kreuzfahrerschild haben wir folgende Mods. Wir haben einmal Schildlebensenergie, hier noch einmal Schildlebensenergie und Regeneration im Holster. Das Schild ist auf Rang 1, da wir die Techniker-Spezialisierung spielen, sowie auch unsere Drohne. Hier haben wir Wirkzeit, Lebensenergie und Schaden als Mod auf unserer Drohne. Solange die Drohne Schaden auf unsere Gegner verursacht, bekommen wir 15% Waffenschaden extra. Wenn wir ebenfalls noch Schaden mit unserer Waffe machen, bekommen wir auf Drohne und auf Waffe 30% Schaden erhöht. Man kann ruhigen Gewissens 1 oder 2 Fertigkeiten-Rangpunkte mit ins Bild einbauen. Somit haben wir ein stabileres Schild und eine stärkere Drohne. Unsere Werte sehen folgendermaßen aus. Wir haben 60% Chance auf kritische Treffer, 188% Schaden durch kritische Treffer und 90% Kopfschussschaden. Wie das Ganze sich so in der Praxis macht, das zeige ich euch jetzt. Aber vorher geht es nochmal kurz an den Schießstand. Lasst mich das Ganze nochmal kurz demonstrieren. Sobald wir einen Gegner sehen, ziehen wir unser Schild, bekommen 15% Waffenschaden. Sobald wir schießen, bekommen wir 30%. Da der Buff unseres Schildes 5 Sekunden lang aktiv ist. Aber weil wir das konstant wollen, nutzen wir unsere Drohne, schicken die auf den Gegner. Und wenn wir mit Drohne und Waffe Schaden verursachen, haben wir konstant 30% erhöhten Schaden für beides. Auf geht's in die Mission. Okay, los geht's. Wenn Sie drin sind, gehen Sie. Ein Angriff! Vielleicht ist es eine Ablenkung, also bereithalten! Gegnerisches Funksignal abgefangen. Unangenehmer Typ. Wir müssen das Arschloch töten. Er ist in der obersten Etage. Ich habe einen Haufen Munition gefunden. Ich werde sie sprengen. Das habt ihr davon, ihr dämlichen Hurensöhne. Alles in Ordnung bei dir, Katze?